Hallo und herzlich willkommen auf dem PWL Review Kanal. Heute wollen wir euch wieder etwas zum Thema Vietnam vorstellen, einen kleinen Überriss über Ausrüstung, die der Soldat so bei sich hat oder auch fürs Reenactment, die man sich selbst beschaffen kann. Fangen wir gleich hier vorne an. Das ist eine Pionierkiste der Bundeswehr, die ich mir selbst beschafft habe und umgebaut habe zu dem sogenannten Footlocker, der Fate-Kiste. Hier ist jetzt nur ein wenig drin. Wenn man auf eine Veranstaltung geht und so ist da natürlich mehr drin, dann wird da viel mehr reingepackt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Messkit, den Pickpot, wie man in Deutschland sagen würde, das Fate-Geschirr mit Messer, Gabel und Löffel. Die Amerikaner haben keinen Göffel und so nimmt man das dann und dann geht man zur Essensausgabe. Das steckt man sich in die Tasche. Dann die Winkeltaschenlampe, ein Original aus der Vietnamzeit. Ohne den Schutz an den Drückern, den Seitenschutz. Dann eine kleine Flasche für die Patrouille Jack Daniels. Ein Kompass. Socken, Größe Medium, US Army, olivgrün. Wir bauen keine Sprengfallen davon für Panzer. Hier Unterhosen noch original verpackt, weil ich trage meine privaten. Extra Small passt mir leider auch nicht mehr. Ein T-Shirt, das ist ein Original US Army Vietnam T-Shirt. Wie man sieht, kaum ein Unterschied zu denen von der Bundeswehr. Den Offizier, den ich darstelle, der war auf der University of Wisconsin. Das ist zwar ein aktuelles, aber es ist im Vintage-Look. Kann man abends im Zelt dann auch noch mal anziehen. Denn er ist Green Bay Packers Fan. Dann noch Bier, Miller High Life. Die Flaschen sind aktuell, sind auch schon ein bisschen gekippt. Aber das passt zum Display, so sahen die früher auch aus. Dann für die Ausbildung, wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, habe ich hier ein kleines Menü zusammengestellt zum M16, wo nochmal die einzelnen Schritte des Zerlegens und Zusammensetzens beschrieben sind. Im nächsten Fach haben wir dann Rasierschaum, auch aktuelle Dose, aber funktioniert noch, kann ich auch zeigen. Alles wunderbar. Schutzkappe wieder drauf machen, damit es in der Kiste nicht ausgelöst wird. Barbasol, gängige amerikanische Marke, kann man heute noch so kaufen. Dann ein Pocket Guide zu Vietnam. Das ist ein Nachdruck der Universität of Oxford, den kann man dort so bestellen. Dort kommen wir aber später noch mal zu, da haben wir noch ein Original drüben hingelegt. Aber so sah der aus, kein Original, den kann man ruhig im Feld benutzen. Jarhead, Cup. Damit die Getränke, die man sich dann auch mixt abends, nicht unterm Feldbett verkippt werden mit Deckel. Als Football-Interessierter hat man natürlich auch Lektüre aus der Zeit zu der Football-Saison. Etwas vergilbt schon, aber fürs Display reicht das aus. Die Lektüre für abends im Bett. Wer Forrest Gump kennt, kennt diesen Playboy. Hier sind es nur leider die Ladies von Paris und nicht auf Alabama. Wie man sieht, sehr viel Text und Werbung und eigentlich relativ wenig Frauen im Gegensatz zu heute. Erst beim Centerfold sieht man dann auch mal Frauen. Und hier sind dann die Ladies of Paris. Überwiegend Text. Dann auf der anderen Seite noch hier Aftershave, eine Schachtel für Streichhölzer, ein Portemonnaie mit Geld drin. US-Währung war im Inland von Vietnam eigentlich verboten. Man musste sich dann militärische Währung holen. Die wurde in den Einsatzländern ausgegeben. Das gab es auch damals schon in den Besatzungszonen hier in Deutschland. Nassrasierer, das ist jetzt ein neuer, moderner, der ist aber identisch wie die alten. Mit einem Spiegel noch drin. Die Verpackung für Gehörschutzstopfen, die jetzt hier nicht drin sind. Ein Kamm. Und da hinten sind noch Ersatzrasierklingen. Das Memorandumbuch, einfach ein Schreibheft. Hier ist das, der Pocket Guide zu Vietnam. Da steht alles drin, was der Soldat aus Sicht der US Army alles über Vietnam wissen sollte. Wie die Kultur ist, wie die Leute dort sind, die Geschichte des Landes etc. und so weiter. Und hier hinten sind dann nochmal erklärt
die Dienstgrade der Armee der Südvietnamesen. Army, Marine und Air Force. Dann das bekannte Buch für das M16 in Comicform. Ja, für das M16, wie es zu handhaben ist. Für den Soldaten, damit er weiß, wie er das im Feld zu behandeln hat und zu pflegen hat. Ja. So, jetzt fängt es leider an zu regnen. Wir haben passendes Vietnamwetter und packen daher alles weg, was aus Pappe ist. Auch die Sea Rations, um es nochmal zu zeigen. Das ist eine B2-Unit. Dort sind Beans mit Soße und Frankfurter Würstchen drin. So original eingepackt. In diesen Tüten hier, da sind die berühmt-berüchtigten Zigaretten drin, in verschiedenen Sorten. Alles andere ist in Dosenform. Und ich schüttel es mal, wie man es hört, noch original verpackt in der Dose. So, das packen wir jetzt schnell weg. Wie ihr sehen könnt und hören könnt, Thor hat uns im Stich gelassen, es regnet. Und deswegen brechen wir das Ganze jetzt hier ab. Wir haben den größten Teil der Ausrüstung schon verpackt. Und wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, sagt, was ihr sehen wollt. Sea Rations, Feldausrüstung, Uniformvarianten, was auch immer. Was interessiert euch, schreibt es in die Kommentare. Wir setzen uns hin, stellen ein kleines Video zusammen und dann stellen wir das online, damit ihr davon mehr sehen könnt. Dann wünsche ich trotzdem noch einen schönen Tag bei diesem schönen Thüringer Wetter hier und bis zum nächsten Mal.